Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mit einem Q&A, und zwar habe ich euch gebeten, mir auf Instagram Fragen zu stellen, damit ich sie hier für euch beantworten kann. Und ja, hier sind eure Fragen. War eine ganze Menge. Und ich denke, das wird ein sehr langes Video, weil es sehr viele Fragen sind. Also kann sein, dass das dann wieder 2 Teile draus werden. Nicht wundern. Aber ich denke, ich lege am besten sofort los, um so viel wie möglich für euch zu beantworten. So, kommen wir zur ersten Frage. Hier haben wir sie. Und zwar, denken die Leute nicht, dass du hamsterst, wenn du für so viele Personen einkaufst? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn genau dieses Gefühl hatte ich. Denn ja, unser Wocheneinkauf ist natürlich riesengroß, kann man sich vorstellen. Also ich kaufe mittlerweile immer für eine Woche ein. Und das ist dann natürlich viel. Und ich habe mich die erste Zeit, als es mit dem Coronavirus anfing und mit den ganzen Hamsterkäufen, wo die Leute so ausgeflippt sind, ja, habe ich mich dann eigentlich geschämt, so viel, wie ich eigentlich sonst immer einkaufe, einzukaufen. Deswegen habe ich ja eigentlich eher weniger dann erstmal eingekauft, bis ich dann den Großhandel für mich entdeckt habe. Jetzt mittlerweile gehen wir wirklich zum Großhandel einkaufen. Da ist es gar kein Problem, wenn ich dann alles so palettenweise einkaufe. War ein bisschen unangenehm, weil ich hatte das Gefühl, oh Gott, die Leute gucken mich jetzt an und denken, ich mache Hamsterkauf. Wie hast du und dein Mann euch kennengelernt? Diese Frage kam sehr, 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 sehr oft. Wir haben uns kennengelernt, das war 2000, also im Juli kennen wir uns 20 Jahre, wie die Zeit verrennt. Ja, wir haben uns kennengelernt, da hatte ich einen Sommerjob bei einem Pizzalieferantendienst, Pizzalieferdienst. Ja, also kein Restaurant, keine Pizzeria, sondern Pizzalieferservice, ich will jetzt nicht den Namen sagen. Da hatte er mich dann gesehen und dann, als ich eines Tages dann aus der Arbeit kam, hatte er mich angesprochen und dann kamen wir so ins Gespräch und ja, da kam er mich immer wieder besuchen und so fing das Ganze damals an. Halten wir es mal kurz. Bist du manchmal überfordert mit dem Haushalt, der Erziehung und so weiter? Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück erstmal an dich. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht manchmal überfordert. Ganz im Gegenteil. Ich bin natürlich sehr oft in den ganzen Jahren, die Sechslinge sind ja jetzt 11, die werden im Oktober 12. Also natürlich in den 12 Jahren, beziehungsweise 16 Jahren mit Medium zusammen, die wird dieses Jahr 16. Als Mutter, jeder kennt das, es gibt Phasen, wo einem alles bis hier oben steht und man sagt, ich kann nicht mehr. Also das ist was ganz Normales und sei es Haushalt oder Erziehung, jede Mama kennt das, dass man auch mal in solche Phasen kommt, wo man überfordert ist und wo einem ja alles über den Kopf wächst und man denkt so, wie soll ich das alles schaffen? Aber letztendlich geht das Leben immer weiter und man rappelt sich auf und es geht weiter. Aber man hat immer mal schwere Zeiten im Leben, sei es in der Erziehung oder ist auch mal der Haushalt auch mal alles zu viel. Vor allem, wenn man dann mal krank wird oder so und einem nicht gut geht und man dann mehrere Sachen liegen lässt, dann ist es ganz schnell der Fall. Diese Frage kam auch sehr oft. Wie hat deine Familie reagiert, als du beschlossen hast zu konvertieren? Auch eine sehr oft gestellte Frage, die ich aber wahrscheinlich, weil auch hier öfters noch die Frage kommen wird, wie ich mich zum Islam entschieden habe und so. Ich werde das alles eher in ein ausführliches Video zusammenfassen über meine Konvertierung und ja, wie die Familie reagiert hat und wie das Ganze war. Denn zu dem Thema kamen hier sehr, sehr viele Fragen und man muss da schon weit ausholen und wenn ich dann da anfange, denke ich, wird das Ganze viel zu lang. Deswegen werde ich da auf jeden Fall ein separates Video dazu machen, wie das Ganze dazu kam, dass ich konvertiert bin. Könntest du mal erzählen, wie du Türkisch gelernt hast? Auch diese Frage bekomme ich sehr, sehr oft, auch bei Instagram fragen mich sehr, sehr viele, wie gut ich Türkisch kann. Diese Frage kam hier auch. Mir sagen sehr viele, dass ich sehr gut Türkisch sprechen kann. Ich kann das jetzt schlecht beurteilen. Ich habe schon meine Fehler oder mir fällt mal das eine oder andere Wort nicht ein. Aber ja, mittlerweile werden es jetzt 18 Jahre, dass wir verheiratet sind und das habe ich halt einfach in diesen ganzen Jahren so langsam gelernt. Ja, aber wie ich es gelernt habe, erstens war es so, dass ich 2 Jahre mit meinen Schwiegereltern zusammen gewohnt habe nach der Hochzeit und nach der Hochzeit war das für mich so, als wäre ich auf einmal in die Türkei ausgewandert. Also plötzlich hat jeder um mich herum Türkisch gesprochen und ich habe türkisches Fernsehen geguckt. Ja, wenn man die ganze Zeit eine Sprache die ganze Zeit hört, naja, irgendwann fängt man an, sie zu verstehen. Vor allem hat auch mein Mann, extra damit ich es lerne,
hat er mit mir immer zu Hause Türkisch gesprochen. Das heißt, er hat immer irgendwas gesagt und ich dann immer nur so, was? Und er nochmal, ich so, was? Ich so, ich verstehe dich nicht. Und er hat halt immer, wenn er mit mir gesprochen hat, erstmal auf Türkisch das gesagt und dann nochmal auf Deutsch, so dass ich das dann halt immer, also wie gesagt, einfach durch dieses Hören die ganze Zeit. Und war dann ungefähr 3 Jahre, nachdem wir verheiratet waren. Ja, genau. War ich auch das erste Mal in der Türkei. Dort waren wir ganze 6 Wochen, also da war Meryem 1 Jahr alt, ganze 6 Wochen in der Türkei und das hat auch nochmal richtig so gepusht, weil ich da dann angefangen habe auch zu sprechen, weil ich dann keine Wahl hatte. Ich musste mich entscheiden, entweder versuche ich jetzt zu sprechen, um mit den Verwandten dort zu kommunizieren oder ich lasse es sein. Nächste Frage. Wie hat das damals mit den Füttern, Windeln wechseln bei Sechslingen funktioniert? Kann man sich schwer vorstellen. Ich sag immer, das war wie in einer Fabrik auf dem Fließband, also es war wirklich regelrecht Fließbandarbeit. Also als die Sechslinge dann zu Hause waren nach dem Krankenhausaufenthalt, war es dann wirklich so. Ich habe dann 6 Flaschen Milch vorbereitet für die Babys und dann haben wir zu zweit mit meinem Mann, wir hatten auch noch die erste Zeit noch eine Krankenschwester, die noch mitgeholfen hat. Aber die war ja auch nicht den ganzen Tag da. Das heißt, wir haben dann mit meinem Mann zu zweit zum Beispiel die Babys gefüttert und bis dann der letzte fertig war, vor allem die haben halt auch noch sehr langsam ihre Milch getrunken, weil ja durch die Frühgeburt und so waren sie natürlich auch viel schwächer und zierlicher und das hat halt auch mit dem Trinken natürlich länger gedauert. Deswegen, bis wir dann halt durch waren mit allen 6, also wenn der Letzte dann seine Milch getrunken hatte, bin ich dann schon wieder in die Küche, die Flaschen gewaschen und schon wieder die neue Milch vorbereitet. Und das ging dann schon wieder von vorne los. Also bis wir beim letzten Baby angekommen waren, hatte der Erste schon wieder Hunger. Genau, also so war das. Und dazwischen dann noch Windel wechseln und dann wieder das Gleiche. Also Windel wechseln auch halt einfach immer alles zu zweit gemacht. Und so mit der Milch und mit dem Füttern auch später. Damalige Wohnung war auch sehr klein. Ich hatte 3, wo sie dann halt älter waren, die Babys, 3 so Hochstühle. Und habe dann immer 3 gleichzeitig zum Beispiel dann mit dem Löffel gefüttert, als sie schon eine Breinahrung gegessen haben. Also erstmal 3 Babys gefüttert und dann die anderen 3 im Wechsel. Wie groß ist der Altersunterschied der Sechslinge und Meryem? Ja, also die Sechslinge werden im Oktober 12 und die Meryem wird dieses Jahr im Juli 16. Also 4 Jahre Altersunterschied. Wenn es nicht zu privat ist, sorry, mich würde es interessieren, warum du ein Kopftuch trägst. Nee, ist nicht zu privat. Ja, wie die meisten mitbekommen haben, bin ich ja zum Islam konvertiert. Also das Kopftuch war für mich einfach das, weil als ich halt konvertiert bin, hatte ich auf einmal ein ganz anderes Weltbild. Also mein ganzes Innerliches, alles hat sich für mich verändert. Ich habe die Welt ganz anders gesehen plötzlich. Ich habe mich ganz anders gefühlt und ja, und für mich war das in dem Moment einfach das Kopftuch. Als Moslem muss man bestimmte Regeln befolgen und dazu gehört halt eben auch das Kopftuch. Und für mich war das aber in dem Moment nicht nur, dass ich natürlich die Regeln, die zum Islam gehören, befolgen möchte, sondern einfach in dem Moment, weil ich mich so anders gefühlt habe. Und dann dachte ich einfach immer so, ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch. Aber dachte mir so immer noch, ach, da läuft ja immer noch die alte Roxana durch die Gegend. So dachte ich dann halt immer. Deswegen war für mich einfach dieses Kopftuch einfach nochmal dieses Zeichen, ich bin eine Muslimin. Ja, ich bin konvertiert, ich fühle mich wie eine Muslimin. Ich möchte diese Religion leben, deswegen war für mich so dieses Ausschlaggebende, dass ich einfach in dem Moment, ich habe auch in dem Moment auch an gar nichts gedacht. So, ich schreibe ja auch über Instagram mit sehr, sehr vielen Mädchen und die dann immer so Sorgen haben oder fragen, wie das so ist, dass die sich so viele Gedanken machen, ne? Zum Beispiel, dass man kriegt ja auch dann noch die Frage, ne? Wie ist das denn so im Sommer oder was macht man dann so oder wie hast du es deinen Eltern beigebracht? Das sind all solche Dinge, die hatte ich in dem Moment, habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Also mir war in dem Moment einfach alles egal. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht, so, wie wird denn das im Sommer? Wie wird es später eventuell, wenn ich arbeiten möchte? Gar nichts. Ich habe an das alles nicht gedacht. Ich wollte einfach in dem Moment Kopftuch tragen. Ich wollte das. Das war für mich so einfach dieses, ich bin jetzt Muslimin. Ich möchte, dass man das erkennt. Und deswegen hatte ich mich damals dafür entschieden und bereue es, Alhamdulillah, bis heute nicht. Genau, hier haben wir die nächste Frage. Wie kam es dazu, dass du zum Islam konvertiert bist? Bist eine heftige Frau. Respekt. Dankeschön. Ja,
Genau, und das ist eben eine lange Geschichte auch mit dem Konvertieren, deswegen würde ich das Ganze eben in einem separaten Video gerne bearbeiten. Hat deine älteste Tochter ihr eigenes Zimmer? Ja, die Maryam hat als einzige ihr eigenes Zimmer. Fasten deine Kinder auch? Auch diese Frage kam sehr oft, auch hier unter anderen Videos. Die Maryam fastet, die Große, aber die Kleinen fasten nicht. Die sind halt, die müssen auch nicht fasten, die sind ja noch klein. Natürlich sind die sehr neugierig, das war auch letztes Jahr so, dass die sagen, oh, wir wollen auch mitmachen, wir wollen auch mitmachen. Dann sage ich denen halt auch immer, wir machen dann immer einen Tag am Wochenende oder so, wo die dann sagen können, okay, die fasten jetzt, es sind dann bei denen so ein paar Stunden. Meistens war es dann so, dass nur das Frühstück bei denen ausgefallen ist. Also deswegen sagen wir denen gerne, wenn die dann halt ein paar Stunden mitmachen wollen, dann können sie das gerne machen, aber sie müssen nicht fasten. Ah, genau, auch diese Frage habe ich oft gelesen. Gehen die Sechslinge alle in eine Klasse? Nein, die Sechslinge gehen nicht alle in eine Klasse. Das wäre für eine Klasse sehr anstrengend. Also man sagt generell, Geschwisterkinder ist besser, wenn man die halt trennt, damit die sich da so ein bisschen besser entfalten können. Auch die Erfahrung habe ich gemacht. Die Sechslinge sind jeweils zu zweit in einer Klasse. Das heißt, ja, wir haben drei Klassen. Ich kenne viele, die haben Zwillinge, die tun die auch in eine Klasse. Aber ich habe gemerkt, also es ist immer besser, wenn die getrennt sind, weil die sonst sehr abhängig voneinander sind und immer gegenseitig so Hilfe voneinander wollen und verlangen. Es wäre noch anstrengender, wenn ich jetzt 6 Klassen hätte, weil natürlich, ihr müsst euch vorstellen, Elternabend und so weiter und die Kinder, die Lehrer haben ja auch ihr eigenes Tempo. Deswegen sind die Sechslinge jeweils zu zweit in einer Klasse. Aber es wäre sogar noch besser, wenn die einzeln wären. Nur das wäre dann wirklich zu viel mit den ganzen Elternabenden und den ganzen verschiedenen Lehrern. Von daher. Hast du Erziehungstipps? Du machst das so toll. Lieben Dank. Ja, Erziehungstipps. Ja, es gibt viele Erziehungstipps. Das kommt immer drauf an. Wir als Eltern, wir haben ja auch stets immer selber alles lernen müssen. Wir sind ja keine studierten Pädagogen oder Erzieher. Also wir haben uns ja selber alles beibringen müssen, wie das so ist. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man ein Kind erzieht oder eben 6 Gleichaltrige. Und da haben wir eben selbst sehr viel lernen müssen und immer umstrukturieren. Auch gerade jetzt ein Beispiel während der Corona-Zeit und da ja keine Schule ist und wir Homeschooling machen. Das habt ihr wahrscheinlich auch in dem Video gesehen, unser Tagesablauf während der Quarantäne. Da haben wir aber auch gemerkt, so die ersten Wochen, so habe ich das ja mitgefilmt, aber dann haben wir auch gemerkt, nach 2 Wochen irgendwie funktioniert das doch nicht so gut, dass alle gemeinsam am Tisch lernen, weil das war für mich super, super anstrengend, weil ja alle gleichzeitig Hilfe wollten und was gefragt haben und die konnten sich dann auch nicht konzentrieren. Und da haben wir auch nochmal umgeswitcht und arbeiten jetzt eher in Gruppen in verschiedenen Zimmern. Das ist dann halt angenehm auch für die Kinder, für mich auch besser. Ja, die Große hilft dann auch ein bisschen mit und der Papa natürlich auch. Deswegen ja, wir lernen halt auch immer dazu und sehen, was kann denn besser laufen. Ansonsten Erziehungstipps mäßig, ich war schon immer sehr, sehr konsequent und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, bei der Erziehung. Das heißt, wenn man halt, meine Kinder wissen ganz genau, Beispiel jetzt, wenn ich Nein gesagt habe, dann heißt es auch bei mir Nein. Also wenn ich das Wort Nein ausgesprochen habe, dass ich jetzt was nicht möchte, dass die zum Beispiel im Fernsehen gucken oder irgendwas, dann wissen die auch, dass man mich nicht nochmal irgendwie überreden kann. Also man muss schon so eine konsequente Linie gehen. Gerade so zum Beispiel die Trotzphase kennt jeder, wenn die Kinder dann meinen mit Schreien und Weinen und auf den Boden treten, dann, dass sie etwas bekommen. Das ist eine sehr harte Zeit und da empfehle ich jedem wirklich durchzuhalten. Denn ja, man muss halt, das Kind halt muss wissen, nicht, dass das Kind die Eltern erzieht, sondern wir Eltern die Kinder. Deswegen auch, wenn es schwer ist, man muss eine konsequente Schiene gehen. Welches der Sechslinge kam zuerst? Zuerst kam die Rana. Rana ist die Erstgeborene. Das war ja ein Kaiserschnitt, falls ihr meine anderen Videos geguckt habt bei den Sechslingen. Trotzdem haben sie beim Kaiserschnitt die Kinder so nach der Reihenfolge geholt, also von unten nach oben sich gearbeitet. Und als erstes kam die Rana, dann kam der Adem, dann die Esma, Zeynep, Zehra und zum Schluss kam der Ahmed. Fiel es dir schwer, kein Schwein mehr zu essen? Das ist eine lustige Frage, finde ich, wenn man so einen Konvertierten stellt. Also ich bin generell keine so Fleischesserin. Erstens das, also ich kann auch ohne Fleisch leben, ich brauche das nicht. Wer selber Schwein isst oder die es nicht kennen, das ist doch kein großer Unterschied, finde ich jetzt. Kann da keinen Unterschied jetzt ausmachen,
dass man sagt, oh, das schmeckt jetzt besonders anders wie anderes Fleisch. Keine Ahnung, kann mich wahrscheinlich auch gar nicht mehr erinnern. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt Schweinefleisch so besonders toll lecker ist, dass man das jetzt vermissen würde. Und ja, ich finde es nicht besonders gesund. Von daher, also generell finde ich es nicht gesund, viel Fleisch zu essen. Deswegen, nö. Was wünschst du dir von der Gesellschaft heutzutage? Oh, da würde ich mir viel wünschen. Aber mir würde schon reichen, wenn die Gesellschaft, wenn die Menschen dieses Schubladendenken weglassen würden, was auch nie der Fall sein wird wahrscheinlich, was sehr, sehr schwer ist. Aber ja, ich sage immer generell, man darf halt Menschen nicht in eine Schublade oder in einen Topf stecken. Das finde ich immer nicht schön, denn ein Mensch ist ein Mensch, egal ja, welcher Herkunft oder Religion. Letztendlich sind wir halt alle Menschen, die Fehler machen, die nicht perfekt sind und so weiter. Und deswegen, ja, finde ich eher von der Gesellschaft, wäre schön, wenn man halt Menschen als Menschen sieht und nicht immer abstempelt und nur einfach so. Witzig fällt mir gerade ein Kommentar ein, zum Beispiel unter einem meiner Videos hier. Da hieß es, nimm erstmal deinen Lappen vom Kopf, dann höre ich dir zu. Wo ich auf sowas reagiere ich natürlich nicht, wer mich kennt, aber ich mir dachte, das interessiert mich nicht, muss mir ja nicht zuhören, aber ne, da fühlt sich halt einer gestört, weil ich halt dieses Tuch trage. Von der Gesellschaft würde ich mir wünschen einfach, dass jeder jeden akzeptiert, so wie er ist, so wie er leben möchte, egal welcher Herkunft oder Religion und nicht alle in eine Schublade stecken. Drückt es nicht sehr auf die Geldtasche, 7 Kinder in einem Alter zu haben. Genau, also Malik Musa ist ja nur 13 Monate jünger als die Sechslinge, deswegen sind die eigentlich wie Siebenlinge. Und der Unterschied ist auch, also es ist finanziell natürlich nicht einfach, vor allem viele berücksichtigen nicht, als die Sechslinge damals geboren sind und das Ganze ja auch so ein bisschen in den Medien war und so, wurde uns ja sehr viel vorgeworfen, dass wir ja die Kinder aufgrund des Kindergeldes bekommen haben, wo ich darüber immer halt schmunzeln muss, weil es anscheinend nur Leute sagen können, die selber kein Kind haben. Denn so ein Kind ja lebt ja nicht von Luft und Liebe. Ja, der Unterschied ist einfach der, was viele nicht wissen. Es ist ja was anderes, wenn man 8 Kinder hat in verschiedenen Altersklassen, wo man sagen kann, ja, da passen die Klamotten nicht mehr oder die guten Sportschuhe nicht und dann tut man die ein Jahr in den Keller oder so und nächstes Jahr kann das dann ein anderes Geschwisterchen zum Beispiel tragen. Sowas alles, das kennen bestimmt viele, die mehrere Kinder haben, ne, dass sie die Babykleidung jetzt nicht gleich wegschmeißen, sondern dann zur Seite packen fürs nächste Kind zum Beispiel. Aber ja, in dem Fall ist der Unterschied der, dass ich jedes Mal 7 Paar neue Schuhe gleichzeitig kaufen muss, 7 Paar neue Jacken gleichzeitig kaufen muss. Ja, einfach dieses, weil die gleich alt sind, gleiche Größe, ne, dazu zähle ich halt eben auch Malik Musa, weil die Sechslinge sind ja dadurch, dass sie Frühchen sind, eben ein bisschen zierlicher und kleiner und deswegen hat der Jüngste sie auch überholt und deswegen sind die eigentlich von der Kleidergröße alle fast gleich, Schuhgröße auch, mal eine Nummer größer oder kleiner, aber sehr, sehr ähnlich. Von daher muss ich halt immer alles gleichzeitig kaufen. Und das bedenken halt viele nicht, dass ich natürlich eben größere Ausgaben habe. So, wie macht ihr das mit Ausflügen, beispielsweise Schwimmbad oder Fahrradtour? Also Papa ist gerade mit den Kindern und macht eine Fahrradtour, das ist kein Problem. Ausflüge generell, ja, es ist alles immer eine Kostensache. Man kann nicht immer alles machen, wie wenn man jetzt 1, 2 oder vielleicht 3 Kinder hätte. Ja, Beispiel jetzt, man kann nicht so oft ins Kino gehen. Das sind halt Dinge, die dann sehr schnell teuer werden. Ne? Also wenn man dann für 10 Personen ein Kinoticket und dazu natürlich Popcorn, Getränke und so muss sein, sind das auf einmal sehr, sehr, sehr schnell hohe Summen, Zoobesuch oder sonst irgendwelche Sachen. Ja, das ist halt eben nicht so einfach und das kann man dann halt eben nicht so oft machen. Aber jetzt ja, Schwimmbad, Fahrradtour oder so, das geht eigentlich. Das sind dann eher so, ja, teurere Ausflüge, wo man dann schon ein bisschen überlegen muss oder auch mal zurückstecken muss. Wie war dein erster Ramadan? Ja, mein erster Ramadan. Ja, da war ich noch 18, war ich damals. Ja, der war sehr, sehr schön. Damals vor 18 Jahren war es im tiefsten Winter. Das heißt, wir haben schon unser Fastenbrechen, glaube ich, um 16:30 oder so gehabt. Deswegen war damals mein erster Ramadan super easy. Ich bin ja
generell Person, die sehr, sehr spät immer erst isst. Deswegen war es nie für mich so ein Problem. Und dann ja, der erste Mal im Leben fasten. Und das war dann, wie gesagt, tiefste Winterzeit und war richtig super. Warum bist du so stark? Was ist dein Halt, immer weiterzumachen? Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, wir Mütter sind generell alle sehr, sehr stark. Und wir opfern und tun sehr, sehr viel für unsere Kinder. Ich gebe mal ein Beispiel, was uns, also auch mich und meinen Mann immer sehr, sehr stark hält, ist jetzt das Beispiel, dass wir immer sagen, auch wenn es super anstrengend ist mit so vielen Kindern, auch wir haben sehr, sehr viele schwere Phasen gehabt mit den Sechslingen, schwere Zeiten, wo es immer sehr anstrengend war. Und wir hatten immer nur uns beide. Ja, obwohl es immer so anstrengend war und wir auch so oft auch fix und fertig waren. Und wenn wir diesen Punkt erreicht hatten, wenn wir mit den Nerven und Kräften am Ende waren, haben wir immer daran gedacht, wie glücklich wir sein müssen, dass wir kerngesunde Kinder haben. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und wenn man weiß, und wenn ihr meine Videos davor auch geguckt habt, wisst ihr ja, dass es natürlich nicht selbstverständlich ist, gesunde Sechslinge auf die Welt zu bringen. Und deswegen dürfen wir einfach nicht meckern, sondern sind überglücklich, dass wir kerngesunde Kinder haben. Denn wir denken dann jedes Mal daran, was wäre, wenn eins oder auch mehrere Kinder nicht gesund wären. Ja, dann würden wir nicht vorankommen, dann würden wir nicht die Erleichterung spüren, beispielsweise jetzt, als die Kinder angefangen haben, selbstständiger zu werden, ne? Selber zu essen, auf Toilette zu gehen. Das waren ja all diese Dinge, die haben uns ja die Arbeit erleichtert. Und stellt euch vor, einfach die Kinder wären nicht gesund, dann würde das bis heute so sein, dass man eventuell das Kind noch weiter füttern muss, wickeln muss, all solche Sachen. Deswegen, das ist ein Beispiel, was uns immer Kraft und Halt gibt. Wie schaut deine persönliche Morgenroutine aus? Morgenroutine ist einfach, dass ich morgens als erstes aufstehe, damit ich so noch in Ruhe mein Käffchen trinken kann. Was jetzt im Ramadan nicht mehr der Fall sein wird. Die wird dann wahrscheinlich anders aussehen. Aber ja, generell stehe ich immer als erstes auf, damit ich in Ruhe mein Käffchen trinken kann und starte dann so den Tag. Das ist eigentlich die einzige Morgenroutine, die ich habe. Habt ihr euer Haus gekauft und wenn ja, habt ihr Hilfe vom Staat bekommen wegen den Kids? Oh, das ist auch eine witzige Frage. Nee, wir sind ja vor 2 Jahren in ein Familienhaus gezogen, aber wir wohnen hier zur Miete. Witzig, da kamen auch mehrere so ähnliche Fragen eben. Warum habt ihr kein Haus? Hat euch der Staat kein Haus gegeben und so weiter? Sehr, sehr witzig. Oder dass man ab bestimmter Anzahl an Kindern ein Haus bekommt. Also es war schon damals, habe ich so viele solcher Nachrichten bekommen. Ich weiß gar nicht, wie Leute auf diese Idee kommen oder wo sie sowas gehört haben. Aber nein, man bekommt kein Haus vom Staat, nur weil man viele Kinder hat. Also sowas alles muss man sich schon selber leisten und finanzieren. Sowas gibt es nicht. Also wir haben auch, weil die Frage auch öfters kam, wir haben nicht mehr Hilfe bekommen wie andere Familien, die 1, 2, 3 Kinder oder sowas haben. Ja, also es gab nicht mehr Hilfe, wie was man normal bekommt an Kindergeld und Erziehungsgeld. Ja, wie kriegst du alle Kinder so gut unter Kontrolle? PS, ich liebe deine Videos. Lieben Dank. Ja, unter Kontrolle. Nee, die sind halt nicht immer so unter Kontrolle. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, Konsequenz. Also ich bin sehr, sehr konsequent. Die Kinder wissen das auch, dass ich sehr konsequent bin und deswegen, auch wenn ich nicht so wirke, bin ich doch schon relativ streng. Also man merkt schon den Unterschied, dass es ganz oft so der Fall ist, dass die dann zu Papa rennen. Aber auch da weiß er dann immer, also es ist auch immer so ganz wichtig, dass beide Eltern die gleiche Schiene fahren, ne, dass er dann immer fragt, na, hast du denn schon Mama gefragt, ne, dass wir auch beide immer das Gleiche sagen und nicht, dass Papa erlaubt, Mama erlaubt nicht oder andersrum, sondern dass wir immer uns gegenseitig immer absprechen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Du wirst inshallah in der Zukunft viele Toruns haben. Wie ist das Gefühl? Toruns ist übrigens Enkelkinder auf Türkisch. Ja, ganz ehrlich, ich freue mich darauf. Inshallah, ja.
habe ich ein langes Leben und kann das genießen. Und ich sage jetzt schon meinen Kindern immer, dass ich auf jeden Fall immer für die da sein werde. Und also ich erziehe schon meine Kinder so, dass sie schon ganz genau wissen, dass sie mir ihre Kinder abgeben sollen dann. Ne? Also ich habe denen schon gesagt, ne, wenn ihr später heiratet und Kinder habt und ihr wollt mal ausgehen ins Kino oder sonst irgendwas, ich bin da, ich passe auf eure Kinder auf. Also ganz ehrlich, weil ich konnte ja nie so die Babyzeit genießen und jede Mama kennt das bestimmt. Die Babyzeit ist ja mal die schönste und wenn sie dann halt anstrengend war, dann konnte man sie meistens eben nicht so genießen. Ja, deswegen, und ich bin so ein bisschen eine Babykranke, wenn ich andere Babys sehe, ich würde die am liebsten auffressen. Ja, es gibt nichts Süßeres als Babys eben. Von daher, ja, wissen meine Kinder schon Bescheid, dass ich deren Babys auffressen werde. Mein Wunsch in meinem Leben, ja, einfach gesund und munter zu sein und meine Enkelkinder zu genießen. Und deswegen auch eben wollte ich auch immer Jungmama sein, dass ich dann inshallah auch noch diese Zeit genießen kann und auch fit bin, um später ja meine Kinder hoffentlich zu unterstützen.